Hallo liebe Freunde, über Grenzen gehen ist heute die Devise und mal Nachbars besuchen und ihr dürft gespannt sein, was es dort alles Interessantes zu entdecken gibt und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Über Grenzen hinauszugehen, sei es aus Neugier, Sehnsucht oder schlicht aus Abenteuerlust, gehört wohl zu den schönsten Erfahrungen, die uns das Unterwegssein schenken kann. Heute bietet sich eine ganz besondere Gelegenheit dazu. Eine Wanderung, die uns nicht nur räumlich, sondern auch ein Stück weit durch die Geschichte einer alten Grenzregion führt. Unser Weg beginnt im zauberhaften Bad Elster, genauer gesagt im idyllischen Albert Park. Gleich gegenüber erhebt sich das ehrwürdige Albert Bad, während wir am Musikpavillon starten. Ein Ort, der fast dazu einlädt, sich selbst zu einem kleinen Tänzchen aufzuspielen. Doch, so verlockend es auch sein mag, heute tanzen wir nicht, heute wandern wir. Zur Rechten, auf der anderen Straßenseite, thront das geradezu majestätische König-Albert-Theater und verleiht dem Auftakt unserer Tour einen Hauch von königlicher Eleganz. Doch all diese Sehenswürdigkeiten sollen uns ein andermal ausführlicher beschäftigen. Für den Moment wenden wir uns unserem Weg zu. Wir überqueren die Straße, schreiten vorbei an den Arkaden, am prachtvollen Bau der Marienquelle und tauchen ein in den Kurpark mit all seinen liebevoll gestalteten Facetten. Genießt diesen Abschnitt. Er ist von einer ganz eigenen, beinahe meditativen Schönheit. Die Dr. Richard Schminke-Straße wird überquert und wir lassen linker Hand die Pizzeria in der alten Elstermühle hinter uns. Ein Hinweisschild weist auf den reizvollen Vogtland-Panoramaweg, ein Versprechen für kommende Abenteuer. Noch bevor wir den Rosengarten erreichen, biegen wir links in den nächsten Abschnitt des Kurparks ein, den Paul-Schindel-Park. Und dort liegt er, der Luisa-See, still und anmutig, ein wahrer Blickfang. In anderen Jahreszeiten gleiten hier Gondeln über das Wasser, doch heute zieht es uns weiter. Unser grobes Ziel, der Grenzübergang Forsthaus-Schenkeweg. Zahlreiche Wege verzweigen sich hier, doch wir wählen einen kleinen, beinahe poetischen Schwenk über die noch schmale und sanfte weiße Elster. Oberhalb des Stadions erhebt sich die St. Elisabeth-Kirche, die wir neugierig ins Visier nehmen. Errichtet in den Jahren 1912-13 für die wachsende Zahl katholischer Gäste in dieser überwiegend evangelischen Region, erzählt sie von einem spannenden Stück Regionalgeschichte. Setzen wir unseren Weg fort in Richtung Fußballstadion oder vielleicht doch eher Sportplatz. Diesen behalten wir stets zu unserer Rechten, orientieren uns zunächst am Schild zum Freibad. Und gelangen schließlich zwischen Freibad und Sportplatz wieder auf den allgegenwärtigen Ringweg. Dort biegen wir links ab und, nun ja, Freunde, Deutschlands Ende ist näher, als ihr denkt. Ihr glaubt das nicht? Dann richtet euren Blick auf das Haus zur Linken.
Wir folgen dieser prächtigen Allee etwa 200 Meter, bevor wir zur Abwechslung rechts abbiegen und das kleine, aber liebliche Elstertal durchqueren. Nehmt euch Zeit, diesen Abschnitt bewusst zu erleben, ihn auszukosten, die Ruhe in euch aufzunehmen. Nur noch wenige Schritte und wir stoßen auf den Elsterradweg sowie auf ein liebevoll restauriertes Gebäude. Es gehört zur kleinen Grenzsiedlung Heißenstein bei Bad Elster. Kein berühmtes Denkmal, vielmehr ein Wohn- oder einstiges Grenz- bzw. Wirtschaftsgebäude. Und doch markiert es, wie angekündigt, das Ende Deutschlands. Nach diesem Haus heißt es rechts den unscheinbaren Feldweg hinauf und aufmerksam bleiben, um seinen Verlauf nicht zu verlieren. Solltet ihr euch unsicher fühlen, helfen euch die GPS-Daten weiter. Die entsprechenden Links findet ihr wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Bevor wir jedoch in den Wald eintauchen, lohnt sich ein letzter Blick zurück nach Bad Elster. Dann geht es hinein ins satte Grün. Eine Landschaft, die zum Durchatmen, zum Innehalten, zum Genießen einlädt. Sogar eine Bank erwartet uns, um vielleicht ein letztes Mal deutsche Luft zu schöpfen. Von nun an lautet die Devise immer entlang der Grenze. Und diese Grenze hat es in sich. Sie gehört historisch zu den ältesten und beständigsten Grenzen Europas. Lässt man die düsteren Kapitel eines österreichischen Gefreiten und seiner Gefolgsleute einmal außer Acht, reichen ihre Wurzeln nachweislich bis ins Jahr 1372 zurück, als im Vertrag von Pirna ihre Grundzüge festgelegt wurden. Doch zurück ins Hier und Jetzt. An der nächsten Abzweigung ist Aufmerksamkeit gefragt. Wir schwenken links auf einen schmalen Pfad ein und folgen damit dem Ruf des Nachbarn. Willkommen in der Tschechischen Republik. Der Weg ist zunächst gelb markiert und führt in Richtung Dubrava. Und sind wir ehrlich, sehen die Bäume hier nicht schon ein klein wenig tschechischer aus? Ein augenzwinkernder Gedanke, gewiss, doch nun wieder ernsthaft. Wir folgen dem Pfad etwa 200 Meter, bevor sich die Landschaft öffnet und wir hinaus auf ein freies Feld treten. Höchst erstaunlich, selbst Pferde mit Dampfantrieb scheinen hier zu existieren, wer hätte das gedacht. Doch genug der schrägen Scherze, wir folgen nun diesem schmalen, von Zeit und Natur gezeichneten Hohlweg hinab und nähern uns gemächlich der Grenze des stillen, beinahe entrückten Grenzdörfchens Dubrava. Einst im Deutschen als Grün bekannt, wurde dieser Ort bereits im 14. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Der schmalen Straße folgend erreichen wir nicht nur den Rand des altehrwürdigen Friedhofs, sondern zugleich auch unser eigentliches Objekt der Begierde, den, auf Deutsch, Lehrpfad im Tal der Weißen Elster. Bereits hier begrüßt uns die erste von vielen überaus informativen, sogar zweisprachigen Tafeln. Geschichtsfreunde dürfen sich freuen. Die kommenden Kilometer versprechen eine wahre Fundgrube an spannenden Einblicken. Der Friedhof selbst soll bereits im Jahr 1696 angelegt worden sein. Viele Geschichten ranken sich um die Familie von Zettwitz, die dieses Gebiet über Jahrhunderte hinweg besaß und prägte. So ist es kaum verwunderlich, dass zahlreiche Mitglieder dieser Familie hier die letzte Ruhe fanden. Doch damit nicht genug. Dürstet es euch nach einem Hauch von Gänsehaut? Während des 30-jährigen Krieges, der auch diese Gegend nicht verschonte, soll ein Gutsherr der Familie unweit des nahegelegenen Schlosses wertvolle Schätze verborgen haben, um sie vor plündernden Soldaten zu schützen. Das tragische Schicksal wollte es jedoch, dass er starb, bevor er das Geheimnis seines Versteckes preisgeben konnte. Seither berichten Dorfbewohner von geheimnisvollen Lichtern, sogenannten Irrlichtern, die nachts über den Boden tanzen sollen. Ein untrügliches Zeichen für verborgene Schätze, so heißt es. Nun denn, viel Erfolg im Wettstreit mit Geistern und Legenden beim Kampf um die sagenhaften Schätze. Während wir noch in Gedanken diesen Geschichten nachhängen, stehen wir bereits vor dem alten Schloss.
Um das Jahr 1600 entstand hier ein erster Gutshof als Verwaltungssitz der Familie von Zettwitz. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurde die Anlage mehrfach umgestaltet, bis schließlich das heutige neogotische Gebäude entstand. Doch die Wirren der Zeit hinterließen ihre Spuren. Nach dem Zweiten Weltkrieg führten politische Umbrüche zur Flucht oder Vertreibung der deutschen Bevölkerung. Verschiedene Nutzungsversuche, unter anderem als Gaststätte, konnten den Verfall nicht aufhalten. Heute nagt der Zahn der Zeit unbarmherzig an dem einst prächtigen Bau. Möge ihm ein Wunder widerfahren, auf dass er eines Tages wieder in all dem Glanz erstrahle. Da noch ein gutes Stück Weg vor uns liegt, steigen wir die schmale Gasse hinab und erreichen die Hauptstraße, der wir für etwa 200 Meter folgen. Ein Schild weist uns dabei auf ein weiteres spannendes Projekt hin, den sogenannten Liebesweg. Dieser führt zu Ehren von Robert Schumann von Bad Elster bis ins tschechische Asch. Anlässlich seines 200. Geburtstages wurde der Weg im Jahr 2019 eröffnet. Bereits 1834 soll der Komponist diese Strecke zurückgelegt haben, um seine Verlobte zu besuchen. Wer weiß, vielleicht inspiriert euch dieser Weg ja ebenfalls zu musikalischen Höhenflügen und dereinst wird auch euch extra ein Weg gewidmet. An der nächsten kleinen Kreuzung angekommen, lockt zur Linken das Restaurant Magdalena. Doch wir widerstehen tapfer und schlagen uns jetzt nicht den Bauch voll. Unsere Sinne dürsten nach ganz anderen Genüssen. Ein solcher erwartet uns zur Rechten. Kunstvolle Holzskulpturen auf einer Wiese. Schlicht und doch von eindrucksvoller Schönheit. Doch wir folgen weiter dem gelben Wegweiser, der uns nach links in eine schmale Gasse führt. Dort erwartet uns eine weitere der spannenden Informationstafeln und schließlich ein merkwürdiges Bauwerk. Ein Buswartehäuschen? Keineswegs. Es handelt sich um die sogenannte Jahrhundertquelle. Ähnlich wie im nahegelegenen Bad Elster sprudelt hier heilkräftiges Mineralwasser. Bereits 1972 wurde ein gemauerter Pavillon errichtet, ehe die Quelle 2009 nach Renovierungsarbeiten durch den orthodoxen Erzbischof Metropolit Christoph geweiht und offiziell zur Jahrhundertquelle ernannt wurde. Nun denn, wohl bekomm's. Sozusagen frisch gewässert setzen wir unseren Weg fort und der wohl eindrucksvollste Abschnitt liegt nun vor uns. Das Tal der Weißen Elster oder auf Tschechisch Údolí Bílého Halstrova. Noch ist der Fluss hier kaum mehr als ein bescheidener Bach. Kaum haben wir einige weitere Schritte getan, stolpern wir bereits über das nächste historische Relikt, die alte Papiermühle. Ihre Ursprünge dieser ältesten Papiermühle im Ascher Land liegen im Dunkel der Geschichte verborgen, doch man vermutet ihre Entstehung im 17. Jahrhundert. Nach einer Blütezeit der Papierproduktion in dieser Region begann etwa ein Jahrhundert später der langsame Niedergang. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlosch die Papierherstellung in Dubrava schließlich vollständig. Erst im Jahr 2012 erwachte dieser Ort glücklicherweise aus seinem Dornröschenschlaf. Durch das Engagement der Stadt Asch und ihrer Einwohner wurden die überwucherten Überreste freigelegt. Dabei konnten sogar historische Werkzeuge, Trog, Mahlsteine, Bottische und ein sogenannter Holländer geborgen werden. Heute ermöglicht uns eine neu angelegte Aussichtsplattform, diese Zeugnisse der Industriegeschichte dank dieser schönen Initiative in aller Ruhe zu betrachten. Genug verweilt, dann setzen wir unseren Weg fort. Selbstverständlich weiterhin der gelben Markierung folgend, entlang der Zufahrtsstraße zu den letzten Häusern des Ortes. Hinter diesen eröffnet sich ein malerischer Blick auf das gegenüberliegende Dorf jenseits der Elster.
Zugleich tauchen wir tiefer in die unberührte Natur ein. Für meinen Geschmack beginnt hier der schönste Abschnitt des Rundweges. Ein Ort, der einfach genossen werden will. Doch was erhebt sich dort vor uns im Wald? Beim Näherkommen erkennen wir die ehemalige Steinl-Villa. Ein Anblick von, ich möchte fast sagen, melancholischer Schönheit und zugleich von traurigem Verfall geprägt. Fast möchte man ausrufen, spendet mir die Mittel und ich erzähle euch für die nächsten Jahre von hier die schönsten Geschichten. Doch, Spaß beiseite, die Realität ist ernüchternd. Eine Idylle, die dem Verfall preisgegeben ist. Welch ein Verlust. Möge auch hier ein Wunder geschehen. Nur wenige Schritte weiter erreichen wir eine Weggabelung. Nach links führt der Liebesweg weiter nach Asch, doch unser Weg verläuft geradeaus über die Elster hinweg. Doch halt! Werft einen Blick auf diese unscheinbare Wiese mit ihren Bäumen. Kaum zu glauben, doch einst stand hier eine weitere Papierfabrik des Ascherlandes im Besitz des besagten Fabrikanten Steinl, an dessen Villa wir gerade vorbeigelaufen sind. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung kam eine innovative Idee auf, die Verbindung von Papierproduktion und Weberei, die in dieser Region ebenfalls stark verbreitet war. Die damals modernen Jacquard-Webstühle benötigten gelochte Kartenvorlagen, sogenannte Lochkarten, zur Steuerung der Muster. Das Prinzip kennen wir ja aus Braunsdorf, aus der Schauweberei. So lag es nahe, diese Kartonagen direkt hier vor Ort zu produzieren. Doch auch dieses Kapitel endete schließlich. Die Fabrik wurde wohl 1951 geschlossen und später abgerissen. In Gedanken versunken setzen wir unseren Weg fort, werfen noch einen letzten Blick zurück auf die eigentlich traumhafte, jetzt halb verfallene Villa und richten unseren Blick dann wieder nach vorn. Nach etwa einem halben Kilometer tauchen die ersten Dächer auf. Unser nächstes Ziel, Kopanini, ist erreicht. Nach dem Überqueren der Hauptstraße betreten wir erneut eine Welt ländlicher Idylle. Unübersehbar, auch Kopanini verfügt über ein kleines Schlösschen. Seine Geschichte beginnt vermutlich Anfang des 16. Jahrhunderts unter Jan von Zettwitz. Im Jahr 1537 wird die Siedlung erstmals in einem seiner Briefe erwähnt. Auch Kopanini diente als Sitz eines Zweiges dieser einflussreichen Familie. Im Laufe der Jahrhunderte erlebte die Anlage zahlreiche Umbauten. Vom Dreißigjährigen Krieg bis hin zum Jahr 1767, als Teile sogar wieder abgetragen wurden. Im 19. Jahrhundert fand die wechselhafte Baugeschichte ihren vorläufigen Abschluss. Nach 1945 wurde der Besitz verstaatlicht. Später verfiel das Anwesen zusehends. Von der einst weitläufigen Anlage blieb letztlich nur ein einziges Gebäude erhalten. Ein Brand im Jahr 2007 setzte ihm zusätzlich zu. Doch ein Funken Hoffnung bleibt. Wie wir dem Schild entnehmen können, sind Rettungsmaßnahmen geplant. Möge es gelingen und dieses kleine Juwel eines Tages wieder in neuem Glanz erstrahlen. Unser Weg führt uns weiter, vorbei an diesem inzwischen stark verlandeten Teich. Kaum vorstellbar, dass sich hinter diesem stillen Gewässer einst etwas höchst Bemerkenswertes verbarg, doch dazu später mehr, wenn wir die Kirche erreichen. Zunächst durchqueren wir das kleine verträumte Dörfchen, das mit seiner stillen Gelassenheit fast wie aus der Zeit gefallen wirkt. Besonders charmant präsentiert sich dieser kleine Waldpark. Eine wunderbare Idee, die es auch uns ermöglicht, Natur und tschechische Sprache zugleich zu entdecken. Lernen unter freiem Himmel, eingebettet in eine friedliche Umgebung.
Angenehmer kann Bildung kaum sein. Und schon erwartet uns das nächste Kleinod, die sehenswerte Kirche von Kopanini. Die Herz-Jesu-Kirche. Erstaunlich jung ist sie. Erst im Jahr 1890 wurde sie errichtet. Doch ihre Geschichte ist nicht frei von Schatten. Der Oktober 1990 ging als düsteres Kapitel in ihrer Chronik ein, denn damals wurde die Kirche geplündert. Glücklicherweise folgte in den Jahren danach eine liebevolle Restaurierung, die dem Bauwerk seine Würde zurückgab. Eine weitere bemerkenswerte Geschichte offenbart sich auf einer der zweisprachigen Informationstafeln vor der Kirche. Im Jahr 1930 errichtete der örtliche Arbeiter-Turnverein ein Freibad, bekannt unter dem klangvollen Namen Rotes Meer. Und, man mag es kaum glauben, es lag genau hinter jenem verlandeten Teich, an dem wir vorhin vorbeigekommen sind. 1947 wurde das Bad jedoch wieder aufgegeben. Heute erinnert nur noch die Erzählung an dieses einst lebendige Stück Ortsgeschichte. So nehmen wir Abschied von diesem altehrwürdigen Bauwerk und dem angrenzenden Friedhof und setzen unseren reichlich 10 Kilometer langen Rundweg fort. Ganz vermeiden lässt es sich leider wieder einmal nicht. Erneut gelangen wir auf die Hauptstraße. Doch der Verkehr hält sich in angenehmen Grenzen und nach etwa 100 Metern dürfen wir bereits wieder nach links in eine schmale Gasse abtauchen. Zunächst noch auf Asphalt steigen wir gemächlich bergan. Begleitet von immer wieder reizvollen Ausblicken, etwa zurück hinab in das Elstertal, das wir zuvor durchwandert haben. Am letzten Haus endet zwar nicht die Welt, wohl aber der Asphalt. Sehr zur Freude aller fußgeplagten Wanderer. Zugegeben, der nun folgende Pfad über das Feld wirkt auf den ersten Blick kaum wie ein solcher, doch er ist es tatsächlich. Und neben dem angenehmeren Untergrund werden wir sogleich mit neuen, reizvollen Perspektiven belohnt. Andere, aber nicht minder schön. An der nächsten Wegkreuzung stehen wir schließlich vor einer kleinen Gewissensfrage. Eigentlich müssten wir hier rechts hinab. Keine 400 Meter über das Feld und wir wären zurück am Friedhof von Dubrava. Doch, das würde bedeuten, denselben Weg ein zweites Mal zurück nach Bad Elster zu gehen oder alternativ auf den Elsterradweg auszuweichen, der jedoch ebenfalls asphaltiert ist. Also entschied ich mich kurzerhand für eine kleine Improvisation. Das heißt, es geht halblinks hinauf, ganz wie es auch die zuvor erwähnten GPS-Daten nahelegen. Und, wie man unschwer erkennen kann, gestaltet sich der Anstieg angenehm moderat. Obendrein werden wir erneut mit herrlichen Ausblicken belohnt, etwa in Grobrichtung Bad Elster und Reuth. Ein würdiger Abschluss dieses Abschnittes, der einmal mehr zeigt, wie lohnend es ist, auch gelegentlich vom geplanten Weg abzuweichen. Einen Schreck braucht ihr wahrlich nicht zu bekommen, wenn nach und nach die nächsten und zugleich letzten Anwesen von Kopanini in euer Blickfeld rücken. Zwar erschallt hinter manchem Gartenzaun ein durchaus energisches Bellen, doch lasst euch davon nicht beirren. Der Weg bleibt frei und wir können ihn ganz ungestört weiter geradeaus beschreiten. Theoretisch ließe sich dieser Pfad noch endlos fortsetzen, immer tiefer hinein in die Wälder, bis hin nach Studanka oder nach Hranice, um von dort den Rückweg anzutreten. Doch ein wenig Maß halten schadet bekanntlich nicht. So nehmen wir, nicht ohne einen letzten, fast wehmütigen Blick zurückzuwerfen, den ersten Abzweig nach rechts, der uns wieder in den schützenden Wald hineinführt, und schließlich zurück in Richtung unseres Ausgangspunktes Bad Elster. Auch hier gilt der Richtung treu bleiben. Schritt für Schritt geradeaus, eingebettet in herrlich stille Natur. Beinahe unmerklich überschreiten wir dabei die Grenze.
ein Relikt vergangener Zeiten, das heute nur noch durch vereinzelte Grenzsteine und den alten Postenweg erkennbar ist. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ergeht, doch für mich hat dieser Moment noch immer etwas Unwirkliches. Grenzen kenne ich noch ganz anders. So erscheint es fast wie ein kleines Wunder, hier einfach von einem Land ins andere zu wandern. Unweigerlich drängen sich dabei Geschichten und Schmugglerlegenden aus vergangenen Tagen auf, wie man sie etwa aus den Werken von Karl May kennt. Zumal wir uns zunächst noch durch ein paar dicht stehende Fichten zwängen müssen, ehe sich der Weg schließlich wieder weitet und für uns freigibt. Schon bald stoßen wir erneut auf den Ringweg, der Bad Elster vollständig umschließt. Heute jedoch kreuzen wir ihn lediglich, denn unsere Richtung bleibt unverändert, geradeaus. Lichtet sich schließlich der Wald, so wissen wir, das Ziel ist nahe. Vor uns, sanft im Tal gebettet, liegt unser Bad Elster. Ein kurzer, dafür etwas steiler Abstieg führt uns hinab zur Max-Hörer-Straße. Und hier zeigt sich der Kurort einmal mehr von seiner schönsten Seite mit prächtigen Häusern, die vom einstigen und bis heute spürbaren Wohlstand künden. Am Rosengarten angekommen, neigt sich unsere Wanderung gemächlich ihrem Ende entgegen. In ruhigem Tempo schlendern wir durch den gepflegten Kurpark. Ein würdiger Ausklang für diese Tour. Auch wenn wir heute nur etwa 10 Kilometer zurückgelegt haben, so darf man sich zum Abschluss durchaus noch eine kleine Belohnung gönnen und das Leben versüßen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Ich persönlich habe mich für mein Lieblingscafé entschieden, das größte der kleinsten Cafés, wenn man so will. Und aus eigener genussvoller Erfahrung kann ich sagen, es lohnt sich. Nun trennen uns nur noch wenige Schritte vom Ziel. Wir überqueren die Elster, passieren das Königliche Theater und betreten schließlich den Albertpark. Ich hoffe, euch hat diese grenzüberschreitende Wanderung ebenso viel Freude bereitet wie mir und vielleicht verspürt ihr ja nun selbst die Lust, euch auf dieses kleine Abenteuer einzulassen.